Der US-amerikanische Soziologe Amitai Etzioni ist der wichtigste Vertreter des Kommunitarismus und ein scharfer Kritiker des Liberalismus und Individualismus. Was man unter Kommunitarismus versteht und welche kommunitaristische Theorie Etzioni entwickelt, erfährst du in diesem Video. Amitai Etzioni ist ein US-amerikanischer Soziologe deutscher Herkunft und der prominenteste Vertreter des Kommunitarismus. Er wird 1929 als Werner Falk in Köln geboren. 1936 flieht er mit seinen Eltern vor den Nationalsozialisten nach Palästina. Dort nimmt er den hebräischen Namen Amitai Etzioni an. Im Alter von 17 Jahren bricht er die Schule ab und schließt sich der paramilitärischen Einrichtung Palmach an, um gegen die britische Mandatsherrschaft und die arabische Legion zu kämpfen. Nach Ende des israelischen Unabhängigkeitskriegs besucht Etzioni ein Jahr lang ein von Martin Buber gegründetes Institut. Bubers dialogisches Prinzip hat großen Einfluss auf Etzionis Denken. Von 1951 bis 1956 studierte er an der Hebräischen Universität Jerusalem Soziologie. 1957 beginnt er eine Promotion an der University of California in Berkeley, die er in nur 18 Monaten abschließt. Von 1958 bis 1978 lehrt er als Professor für Soziologie an der Columbia-Universität in New York. Er ist ein vehementer Gegner des Vietnamkrieges und Berater des US-Präsidenten Jimmy Carter. Ab 1980 lehrt er an der George Washington University in Washington, D.C. und leitet dort das Institute for Communitarian Policy Studies. Etzioni verfasst über 30 Bücher, darunter akademische Werke wie The Active Society, aber auch populärwissenschaftliche Werke wie The Spirit of Community und The New Golden Rule. Seit den 1990er Jahren beschäftigt er sich vor allem mit der Theorie des Kommunitarismus, dessen Ursprünge er in verschiedenen Religionen wie dem Judentum, Christentum und dem Konfuzianismus, aber auch in der Kibbutz-Bewegung sieht. Etzioni hat das kommunitaristische Programm nicht nur theoretisch entwickelt und öffentlichkeitswirksam verbreitet, sondern auch konkrete Projekte in Nachbarschaften und Stadtteilen inner- und außerhalb der USA initiiert und betreut. Ausführliche Informationen zum Kommunitarismus findest du im Video Liberalismus versus Kommunitarismus. Hier daher nur ein kurzer Überblick. Kommunitarismus kommt von dem lateinischen Wort communitas, Gemeinschaft. Es handelt sich um eine politische und soziale Philosophie, welche die Bedeutung der Gemeinschaft unterstreicht. Kommunitarier sind davon überzeugt, dass der Mensch außerhalb der Gemeinschaft nicht existieren kann und außerhalb der Gemeinschaft auch keine individuelle Freiheit möglich ist. Der Kommunitarismus betont die Verantwortung des Individuums gegenüber seiner Umgebung und die soziale Rolle der Familie. Er möchte durch eine starke gemeinsame Moral und soziale Tugenden die Grundlage für eine gerechte politische Ordnung schaffen. Ziel ist eine am Gemeinwohl orientierte Erneuerung gesellschaftlicher Institutionen. Etzioni bezeichnet den Kommunitarismus als eine Bewegung zur Verbesserung unserer moralischen, sozialen und politischen Umwelt. Dem Kommunitarismus geht es laut Etzioni um die Rekonstruktion der Gemeinschaft, der Community, um die Wiederherstellung der Bürgertugenden, um ein neues Verantwortungsbewusstsein der Menschen, um die Stärkung der moralischen Grundlagen unserer Gesellschaft. Kommunitarier kritisieren den Liberalismus und Individualismus. Mit seiner Forderung nach Autonomie und Selbstbestimmung des Individuums hat dieser nämlich den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft untergraben und das gesellschaftliche Wertesystem ausgehöhlt. Verfolgen Menschen nur ihre persönlichen Interessen, schädigt dies sowohl ihr persönliches Wohl als auch das soziale Miteinander und gefährdet die Demokratie. Die menschliche Existenz sowie individuelle Freiheit sind laut Kommunitarismus langfristig nur innerhalb von Gemeinschaften wie Familien, Nachbarschaften, sozialen, religiösen und beruflichen Vereinigungen sowie der Gesamtgesellschaft möglich. Und eine Gemeinschaft kann nur dann dauerhaft überleben, wenn ihre Mitglieder einen Teil ihrer Zeit, Kraft und Ressourcen in gemeinsame Projekte stecken. Die größtmögliche individuelle Freiheit kann es laut Auffassung des Kommunitarismus nur in einer solidarisch orientierten zivilen Gesellschaftsordnung geben. Kommunitarier wollen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen individuellen Rechten und sozialen Pflichten herstellen. Etzioni betont, dass Rechte zu fordern, ohne Pflichten zu übernehmen, weder moralisch noch logisch ist.
Die Gesellschaft darf weder zur Anarchie des Extremindividualismus und zur Vernachlässigung des Gemeinwohls tendieren, noch zum Kollektivismus, der das Individuum moralisch abwertet. Wichtig für eine funktionierende Gemeinschaft ist laut Etzioni eine gute Balance zwischen sozialer Ordnung und Autonomie. Soziale Ordnung und Autonomie müssen laut Etzioni in ein gutes Verhältnis gebracht werden. Ein Mehr an auferlegter Ordnung bedeutet nicht ein Weniger an Wahlfreiheit und umgekehrt bedeutet ein Mehr an Freiheit nicht ein Weniger an Ordnung. Etzioni verdeutlicht dies am Beispiel der Bewohner eines gerade fertiggestellten Hochhauses. Wenn nun bestimmte soziale Akteure, beispielsweise Sozialarbeiter, damit beginnen, die sozialen Bindungen zu stärken und eine Gemeinschaftskultur unter den Bewohnern aufzubauen, werden bis zu einem gewissen Punkt sowohl die soziale Ordnung wie auch die Autonomie der einzelnen Mitglieder zunehmen. In dem Maße, wie die Bewohner aufhören, einander Fremde zu sein, sich gegenseitig kennenlernen und in bestimmtem Umfang gemeinschaftliche Formen des Umgangs miteinander entwickeln, werden sie sich weniger isoliert fühlen. Das wiederum wird ihr Gefühl für sich selbst stärken und ihnen mithin eine gesichertere Form der Autonomie ermöglichen. Und sie werden freiwillig in ihrem Handeln verantwortlicher sein, also etwa Parkplatzregelungen genauer einhalten oder gemeinschaftlich genutzte Räume sauber halten. Wenn aber die Mitglieder dieser neu gegründeten Gemeinschaft die Erwartungen aneinander fortlaufend höher schrauben, werden sie an einen Punkt gelangen, an dem das Gemeinschaftsprinzip die individuelle Autonomie zunehmend einschränkt. Dies wiederum wird zur Folge haben, dass die ordnungsstiftende Gemeinschaftsorientierung zu erodieren beginnt, dass soziale Verantwortlichkeit immer mehr als aufgezwungene Verpflichtung empfunden wird. Die Ablehnung der Gemeinschaft beginnt zu wachsen und die soziale Ordnung wird untergraben. Werden die autonomiestiftenden Kräfte immer stärker, so wird irgendwann der Einsatz für gemeinsame Ziele abgelehnt. Autonomie und soziale Ordnung sind keine voneinander unabhängigen Variablen, sondern beeinflussen sich gegenseitig. In einer Gesellschaft, in der eines der beiden Elemente stärker vertreten ist, nimmt automatisch auch das andere zu. Und erst wenn ein Element über einen bestimmten Punkt hinaus wächst, mindert es das andere und die Symbiose schlägt in Antagonismus um. Etzioni hält es für sinnlos, unabhängig vom soziologisch-ökonomischen Kontext zu behaupten, Menschen benötigten ganz allgemein mehr Freiheit oder mehr Ordnung, mehr individuelle Rechte oder mehr soziale Verantwortlichkeiten, mehr Freizügigkeit oder mehr moralische Pflichten. Steht eine Gesellschaft am Rande der Anarchie, ist es unverantwortlich, ein Mehr an Freiheit zu fordern, genauso abwegig ist es aber, ein Mehr an Ordnung zu fordern, wenn eine Gesellschaft am Rande autoritärer Herrschaft steht. Man muss daher die richtige Balance finden zwischen Gemeinschaft und Individuum, zwischen individuellen Rechten und sozialen Verantwortlichkeiten. Etzioni definiert die Gesellschaft als eine soziale Einheit, welche aus einer Gruppe von Individuen besteht, die zusammenleben und interagieren. Er unterscheidet zwei Typen sozialer Bindungen. In einer Gesellschaft, Society, finden sich Gruppen von Menschen, die nur wenig verbindet, wie die Menschenmenge oder die Massengesellschaft. Gemeinschaften, Communities hingegen sind soziale Netze von Menschen, die einander persönlich kennen und zugleich moralische Instanzen. Sie nutzen interpersonelle Bande, um ihre Mitglieder zur Beachtung gemeinsamer Werte und Normen zu erziehen. Sie tadeln jene, die gemeinsame moralische Normen verletzen und loben jene, die sie beachten. Den Staat, Justiz oder Polizei rufen sie erst, wenn alle anderen Mittel versagen. Die Gemeinschaft und soziale Ordnung ist wichtig, um individuelles Verhalten und Werte zu formen. Individuen sind keine isolierten Wesen, sondern Teil eines größeren sozialen Gefüges, das ihnen Sinn und Zweck verleiht. Das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft hängt von der Stärke und dem Zusammenhalt ihrer Gemeinschaften ab. Es ist daher die Verantwortung der Individuen, zum Gemeinwohl beizutragen. Etzioni möchte mit seiner Verantwortungsgesellschaft ein neues gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein schaffen, um staatliche Eingriffe weitgehend reduzieren zu können. Je funktionsfähiger die Gemeinschaften sind, desto geringer ist der Bedarf an staatlicher Kontrolle. Der Staat soll laut Kommunitarismus nur einschreiten, wenn eine unmittelbare Gefahr besteht und es keine Alternative zu einem staatlichen Eingriff gibt. Der staatliche Eingriff sollte dann so behutsam wie möglich sein und schädliche Nebeneffekte müssen vermieden oder minimiert werden.
Kommunitarier begründen ihre Forderungen mit dem zunehmenden Individualismus und damit einhergehenden Verfall von Werten und Moral in unserer aktuellen Gesellschaft. Etzioni beschreibt vor allem den Zustand der amerikanischen Gesellschaft. Diese Zustandsbeschreibung ist aber seiner Ansicht nach auch auf andere westliche Industriegesellschaften übertragbar. Als Grundübel sieht er die inflationäre Zunahme individueller Rechte bei gleichzeitiger Abnahme der Bereitschaft zur Übernahme von gemeinschaftlichen Pflichten. Dies führt zu moralischer Verwirrung und sozialer Anarchie. Als ein Beispiel nennt er die abnehmende Sexualmoral. Kindern wird nicht mehr nahegelegt, ihre Sexualität erst nach der Eheschließung auszuleben. Auch die zunehmende Zahl von Ehescheidungen hält Etzioni für alarmierend. Die Ehe ist für viele eine Wegwerfbeziehung geworden. Sie wird zu oft wie ein Mietvertrag eingegangen, mit dem Vorbehalt, dass man sie ja beenden und sich nach einem neuen Objekt umsehen könne, wenn die beteiligten Parteien nicht damit zufrieden sind. Immer weniger Eltern sind bereit, ihre Kinder angemessen zu versorgen und legen den Fokus lieber auf ihre berufliche Karriere. Die Zahl der Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, wächst von Jahr zu Jahr. Auch die Moral am Arbeitsplatz ist drastisch gesunken. Fast die Hälfte der Amerikaner gibt zu, häufig Krankheiten vorzutäuschen oder mit falschen Entschuldigungen zu fehlen. Ein Sechstel gibt an, während der Arbeitszeit Alkohol und Drogen zu konsumieren. Im öffentlichen Leben nehmen Skandale von Politikern zu. Politiker zeigen entweder eine freizügige Sexualmoral oder lassen sich von Interessensgruppen mit Geld beeinflussen. Unehrlichkeit wird demzufolge von fast der Hälfte der Amerikaner für ein typisches Politikermerkmal gehalten. Viele Unternehmer sind nicht mehr bereit, sich ihrer Führungsverantwortung zu stellen. Durch Spekulation, Vetternwirtschaft, Bestechung und die Plünderung der Tresore sind viele Bausparkassen, Banken, Versicherungen und Pensionsfonds an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht worden, wodurch das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert und damit unsere Wirtschaftskraft beeinträchtigt worden sei. Diese Phänomene führen zu einer fortschreitenden sozialen Anarchie, welche auf Dauer die Grundlagen der demokratischen Gesellschaft zerstört. Erste Anzeichen kann man in der Zunahme des religiösen Fundamentalismus erkennen, welcher individuelle Rechte abschaffen und eine starre Ordnung einführen möchte. Die Stärkung der Moral ist ein wichtiger Aspekt von Ezzionis Philosophie. Individuelle Werte und Verhaltensweisen können seiner Ansicht nach nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Gemeinschaft gesehen werden. Um das Gemeinwohl zu fördern und die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten, braucht es ein starkes moralisches Bewusstsein. Die Moral kann gestärkt werden, indem die Gemeinschaft bestimmte Werte und Normen teilt und diese gemeinsam verfolgt. Solche gemeinsamen Werte und Normen können durch die Schaffung von Institutionen und Praktiken entstehen, welche darauf ausgerichtet sind, die Moral zu fördern und zu stärken. Außerdem soll die Gemeinschaft die Verantwortung für die Erziehung und Bildung ihrer Mitglieder übernehmen, um sicherzustellen, dass diese die Werte und Normen der Gemeinschaft verstehen und respektieren. Laut Etzioni muss die Stimme der Moral wieder hörbar werden. Die Stimme der Moral ist eine besondere Form der Motivation. Sie ermutigt Menschen, an bestimmten Werten festzuhalten, denen sie sich verschrieben haben. Etzioni unterscheidet zwischen der inneren Stimme der Moral und der moralischen Stimme der Gemeinschaft. Die innere Stimme der Moral sorgt dafür, dass sich ein einzelner Mensch an seine Werte hält und diese nicht verletzt. Sie fördert moralisches Verhalten, indem sie ein bestimmtes Gefühl der Bestätigung auslöst, wenn eine Person in Einklang mit ihren Überzeugungen handelt. Gemeint ist das soziale Gewissen jedes Einzelnen. Dieses kann durch Erziehung, Bildung und Förderung von Gemeinschaften wie Familie, Schule oder Vereine geformt werden. Wichtiger für den Kommunitarismus ist jedoch die moralische Stimme der Gemeinschaft. Gemeinschaften verfügen oft über starke moralische Stimmen und können daher hilfreich sein, eine soziale Ordnung zu bewahren, die sich maßgeblich auf Wertverpflichtungen stützt und von freiwilliger Natur ist, anstatt erkauft oder erzwungen zu sein. Etzioni spricht hier von der ordnungsstiftenden Funktion sozialer Kontrolle. Er räumt ein, dass soziale Kontrolle auch belastend sein kann, sieht aber vor allem positive Effekte. Im Unterschied zu anderen Zwangsmaßnahmen kann man bei moralischem Druck nämlich frei entscheiden, wie man darauf reagiert. Die moralische Stimme der Gemeinschaft führt dazu, dass die Angehörigen einer Gemeinschaft gegenseitig die Einhaltung der ihnen zugrunde liegenden Werte überwachen. Sie weisen andere auf ihr Fehlverhalten hin oder stellen sie in der Öffentlichkeit der Gemeinschaft bloß. Durch einen solchen moralischen Druck soll abweichendes Verhalten massiv erschwert werden.
Als Beispiel nennt er Flursprecher, die in Wohnhäusern überwachen sollen, ob alle ihre Bewohner ihren Müll anständig sortieren. Die Stimme der Moral hat also einerseits eine innere Quelle, welche aus Werten besteht, von denen eine Person aufgrund ihrer Erziehung, Erfahrung und persönlichen Entwicklung glaubt, dass sie von allen geteilt werden sollten, und andererseits eine äußere Quelle, nämlich die Ermutigung, durch Mitmenschen gemeinsamen Werten anzuhängen. Die Moral beruht für Etzioni auf der komplexen Interaktion von 3 Faktoren: dem individuellen Gewissen, also der inneren moralischen Stimme des Einzelnen, der moralischen Stimme der Gemeinschaft und zuletzt dem Staat, welcher die Moralordnung durch Gesetze und Strafen stützt. Als Alternative zu dem beschriebenen System moralischer Stimmen sieht Etzioni nur den Polizeistaat, der die öffentliche Ordnung gewaltsam aufrechterhält, oder ein moralisches Vakuum, in welchem alles erlaubt ist. Doch wer entscheidet eigentlich über die Grundwerte einer Gemeinschaft? Werte werden für Etzioni zunächst dadurch legitimiert, dass sie von einer Gemeinschaft demokratisch entwickelt wurden. Ein auf diese Weise entwickelter Wert muss zudem mit den bestehenden, etwa in der Verfassung oder in Gesetzen festgelegten gesellschaftlichen Werten übereinstimmen. Eine besondere Bedeutung misst Etzioni der freien Meinungsäußerung zu. Dieses von der Verfassung geschützte Grundrecht muss selbst dann geachtet werden, wenn dadurch die Empfindungen von Minderheiten oder von Frauen verletzt werden und wenn die geäußerte Meinung der Mehrheit missfällt. Doch auch die Übereinstimmung mit der Verfassung oder Gesetzen legitimiert einen Wert noch nicht vollständig. Die grundlegenden Werte einer kommunitaristischen Gesellschaft sind für Etzioni eine auf Freiwilligkeit beruhende moralische Ordnung und eine weitgehende, jedoch gebundene Autonomie des Individuums bzw. der Teilgemeinschaft. Beide Aspekte müssen in einem Gleichgewicht stehen. Die Zwillingswerte moralische Ordnung und Autonomie bilden für Etzioni die Grundlage einer kommunitaristischen Begründung von Normen. Sie sind das letzte substanziell normative Kriterium. Er verdeutlicht dies an einem Beispiel. Man stelle sich ein fiktives Land, nennen wir es Interbad, vor, in dem es alten Männern gestattet ist, junge Mädchen zu heiraten, vorausgesetzt, sie zahlen den Vätern der Mädchen eine bestimmte Ablösesumme. Nichts in der Wertordnung und der Verfassung von Interbad verbietet solche Heiraten, noch sind sie von der internationalen Staatengemeinschaft mit einem Tabu belegt. Wie ist der normative Status solcher Ehen zu bewerten? Wenn wir uns nur an die bislang angesprochenen Kriterien halten, ohne die grundlegenden Zwillingswerte hinzuzunehmen, gibt es keine solide Basis, aufgrund derer wir diese Ehen als verwerflich einstufen könnten. Wenn wir sie allerdings im Lichte der Grundwerte betrachten, bemerken wir, was uns an ihnen beunruhigt. Weil die Mädchen verkauft worden sind, wurde ihre grundlegende Autonomie verletzt und deshalb verurteilen wir solche Ehen als unmoralisch. Als Verfahren zur Entwicklung moralischer Werte durch Gemeinschaften schlägt Etzioni moralische Dialoge vor. Als Kernwerte nennt er Demokratie, Grundrechte und gegenseitige Achtung zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Für Etzioni spielen Familien, Schulen und Universitäten, soziale Netzwerke und die Gesellschaft als Gemeinschaft der Gemeinschaften wichtige Rollen bei der Bildung und Stärkung des moralischen Bewusstseins und der sozialen Verantwortung von Individuen. Diese Institutionen bezeichnet er als moralische Infrastruktur. Sie sollen die moralische Stimme hörbar machen, also gemeinsame Werte vermitteln und bestärken und ihre Einhaltung einfordern. Familie ist die kleinste Einheit von Gemeinschaft. Sie ist eine wichtige Institution, weil sie moralische und soziale Werte an die nächste Generation vermitteln kann und dem individuellen Drang nach Selbstverwirklichung entgegensteht. Ehe, verstanden als Gemeinschaft gleichrangiger Partner, ist für Kommunitarier ein wichtiger Pfeiler der kommunitären Familie. Die hohe Scheidungsquote betrachten sie als Indiz für die mangelnde Bereitschaft, eine Partnerschaft dauerhaft zu gestalten. Etzioni fordert eine deutliche Erschwerung von Ehescheidungen. Zudem sollen Ehen erst nach gewissen Warte- bzw. Bedenkzeiten geschlossen werden. Ein weiteres Problem sieht er darin, dass in vielen Familien beide Elternteile berufstätig sind und ihren Kindern nicht die notwendige Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Sie opfern seiner Ansicht nach das Kindeswohl für die eigene Selbstverwirklichung und fügen der Gesellschaft dadurch schweren Schaden zu. Wirtschaftliche Gründe lässt er nur eingeschränkt gelten.
Aber ab einem bestimmten Einkommensniveau, das niedriger ist, als man uns gemeinhin glauben machen möchte, haben die Eltern die Wahl zwischen mehr Verdienst und mehr Zeit für die Kinder. Die moralische Stimme der Gemeinschaft soll die Eltern an ihre Erziehungspflicht und den hohen Wert von Kindern erinnern. Um die Familie zu stärken und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, spricht sich Etzioni für flexible Arbeitszeiten, Kindergeld, Erziehungsurlaub und Arbeitsplatzgarantien aus. Bildungseinrichtungen sieht Etzioni als Orte der Charakterbildung. Diese Rolle ist besonders wichtig, da viele Eltern diese Aufgabe nicht mehr alleine bewältigen können. In Schulen und Universitäten sollen junge Menschen lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Sie sollen persönliche Fähigkeiten entwickeln, um auf zivilisierte und moralisch akzeptable Weise miteinander umgehen zu können. Lehrer sollen also nicht nur Lehrstoff, sondern auch Konfliktlösungsstrategien und zentrale Werte vermitteln. Hierfür muss die Schulzeit ausgedehnt werden. Etzioni sieht ein Problem bei der gegenwärtigen Bildung, da Schule und Universität den Charakter junger Menschen nicht ausreichend bildet und zu wenig zur Wertevermittlung und Erziehung zu Selbstdisziplin beiträgt. Junge Menschen sollen sich seiner Ansicht nach sozial für die Gemeinschaft engagieren und Erfahrung, Disziplin, Selbstwertgefühl, Fleiß, Kooperationsfähigkeit und Zukunftsorientierung lernen. Soziale Netzwerke sind Gemeinschaften von Menschen, die einander persönlich kennen. Sie ermöglichen, mit anderen Menschen zu interagieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Sie sind für die moralische Entwicklung besonders wichtig, weil sie ihre Mitglieder immer wieder bei der Einhaltung moralischen Verhaltens bestärken bzw. überwachen. Gemeinschaft muss laut Etzioni sozialräumlich durch kommunitäre Planung und Architektur gestaltet werden. Es sollen Begegnungsräume für Menschen geschaffen werden, bei der Belegung neuer Quartiere soll auf soziale Vielfalt geachtet werden und in den Kommunen sollen Prüfungsausschüsse gemeinschaftsfeindliche Aktivitäten und Vorschriften ermitteln und abschaffen. Außerdem muss die innere Sicherheit garantiert werden. Bürger sollen sich zu Bürgerwehren zusammenschließen. Kriminellen, Obdachlosen und Drogenabhängigen sollen staatliche Angebote, Wohn- bzw. Rehabilitationsplätze angeboten werden. Wenn sie diese Angebote nicht annehmen, dürfen sie vertrieben werden. Straftäter sollen öffentlich angeprangert werden. Dadurch können sie sich später leichter in die Gemeinschaft integrieren und werden vom Umgang mit anderen Straftätern abgehalten. Die Gesellschaft oder Nation spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung gemeinsamer Werte und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Laut Etzioni sollen alle Gesellschaftsmitglieder motiviert werden, sich an politischen Vorgängen zu beteiligen. Konkret möchte Etzioni beispielsweise die freiwillige Aktivität der Menschen unterstützen, kommunitär beeinflusste Städteplanung fördern und Ideen für soziales Engagement stärken. Wahlkampffinanzierung und Vorschriften über die Annahme von Geldern von Lobbyisten müssen verändert werden, da diese Praktiken das demokratische Gemeinwesen ernsthaft gefährden. Neue Rechte sollen gedrosselt und neue Pflichten eingeführt werden, zum Beispiel Alkoholkontrollen im Straßenverkehr, Drogentests bei bestimmten Berufsgruppen, Helm- und Gurtpflicht und so weiter. Alle Institutionen und Netzwerke müssen Etzionis Auffassung nach eng miteinander verbunden sein und gemeinsam daran arbeiten, die moralischen und sozialen Werte einer Gesellschaft zu fördern und zu stärken. Werfen wir zuletzt noch einen kurzen Blick auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Ein zentraler Gedanke im Kommunitarismus ist, dass Menschen nicht nur ihre persönlichen Interessen verfolgen sollen, sondern auch die Pflicht haben, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. In einer kommunitaristischen Gesellschaft ist es daher wichtig, dass die Mitglieder Gemeinschaftsdienste erbringen. Gemeinschaften sind nur dann lebendig, wenn ihre Mitglieder einen Teil ihrer Zeit und Energie in gemeinsame Projekte investieren. Etzioni schreibt: Ein Mindestmaß an Pflichtgefühl und an Bereitschaft zu teilen und unserer Brüder und Schwestern Hüter zu sein, ist unabdingbar, wenn wir nicht gezwungen sein wollen, nach immer mehr Staat und Wohlfahrtsbürokratie, Erlassen und Polizisten, Gerichten und Gefängnissen zu rufen. Und wer die starke Stellung individueller Rechte und der Freiheit schützen will, der muss sich um die grundlegenden Bedürfnisse der Mitglieder der Gesellschaft sorgen. Dies wiederum bedeutet, dass man seiner sozialen Verantwortung nachkommt, gegenseitig auf die Kinder zu achten oder sich um die Alten zu kümmern. Kein Staat ist dazu imstande, diese notwendigen Dienste allein zu leisten.
Soziale Aufgaben sollen nach dem Subsidiaritätsprinzip verteilt werden. Das bedeutet, eine höhere staatliche oder gesellschaftliche Einheit darf sich erst dann einschalten, wenn die untergeordnete Einheit es nicht schafft, die Aufgabe zu erfüllen. Jede unnötige Aufgabenverschiebung auf höhere Ebenen schwächt nämlich die Teilgemeinschaft. Was bedeutet das konkret? Im kommunitaristischen Gemeinwesen soll sich zunächst jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten selbst helfen. Dann kommen Freunde, Nachbarn und andere Gemeinschaftsmitglieder, deren Unterstützung wesentlich bedürfnisorientierter ist als die Hilfe durch professionelle Dienste. Ein alter Mensch, der von Gemeindemitgliedern bekocht wird, ist beispielsweise glücklicher als jemand, der auf Essen auf Rädern angewiesen ist, dass sich die Gemeindemitglieder wesentlich mehr nach seinen Vorlieben und Gewohnheiten richten können. Dann kommen lokale Gemeinschaften wie Vereine, Bürgerinitiativen oder ehrenamtliche Organisationen. Zuletzt erst ist der Staat gefordert, seinen Bürgern zu helfen, und zwar durch wirtschaftliche Hilfen, nicht durch psychosoziale Dienstleistungen. Staatliche Unterstützungsleistungen sollen reduziert werden und lokal organisiert sein, um flexibel für die wahren Bedürfnisse sowie die unterstützenden Gemeinschaften zu sein. Etzioni schreibt: Der Staat soll die lokalen Gemeinschaften nicht ersetzen, sondern durch Stützstrategien stärken, wenn das notwendig ist. Was wir dringend brauchen, sind Untersuchungen und Experimente zum kreativen Umgang mit den Strukturen der Zivilgesellschaft sowie zur öffentlich-privaten Kooperation, vor allem im Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen. Der Staat sollte nur dann einspringen, wenn andere soziale Subsysteme versagen und nicht versuchen, sie zu ersetzen. Was hältst du persönlich von Etzionis Ideen? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Amitai Etzioni Kommunitarismus kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!